Zeit ist Fisch. Auf die Plätze, fertig, los hier. Ein wunderschöner Fisch. Oh, ist der dick. Guck mal, wie dick der Bauch ist. Die Punkte, die brauchen wir. It's the game changer. Number one. Don't forget that Swedish anglers are the best. Der YouTube Predator Cup 2019 wird präsentiert von Casio Pro Track, Shimano und Nice. Finale Tag 2. Heute ist es soweit. Heute küren wir den YouTube Predator Cup Champion 2019. Im Hinspiel, das vom Boot ausgetragen wurde, erwischte Tobias Ekvall den besseren Tag als sein Finalgegner Herbert Ziereis. Er fing insgesamt 3 Hechte, davon einen mit 89 cm und außerdem einen 41er Barsch. Herbert hatte bis kurz vor Schluss nur einen 58er Hecht auf der Habenseite, doch in den Schlussminuten kam noch ein 60er Zander hinzu, der in Anbetracht der Extrapunkte-Regelung noch extrem wichtig werden könnte. Heute jedenfalls gibt Herbert so lange die Uferstellen vor, bis er die Führung übernimmt. Es steht zu Beginn des Rückspiels 324 zu 146 für den Schweden. Hallo liebe Zuschauer, frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet ein schönes Fest. Heute haben wir unser Geschenk für euch. Heute ist der entscheidende Tag. Heute geht es darum, wer der Nachfolger von Dustin Schöne wird, wer YouTube Predator Cup Champion 2019 wird. Links von mir steht Tobi Ekvall. You're in the finals for the second time. Yes. Today is your day, or what do you think? I really hope it's my day today because I came on the second place last year and I don't want to do it again. This time I really want to win. So I'm gonna go all in and just keep on hammering and keep my concentration to like 111% and just do my best. From the boat, you were already pretty successful. Caught 4 fish. Yes. Also a big pike. Yes. So yeah, your chances. And a good perch. And a good perch as well. Yeah, your chances are not so bad. But it's fishing. Everything It's can fishing, happen. and you have a very strong opponent. That's true. Herbert. Ja. Gestern vom Boot ist es nicht ganz so gelaufen, wie du es dir vorgestellt hast. Ja, aber so ist ja wirklich Angeln. So ist Angeln und heute kann alles anders sein. Ich hoffe. Du hast heute die Spotwahl. Solange du hinten liegst, gibst du vor, wo wir hingehen, wo wir fischen. Wir sind jetzt an der Stelle, wo du deinen 1,11 Meter im Halbfinale gefangen hast. Ja, genau. Richtig? Am gleichen Blatt. Schauen wir mal, ob nochmal so eine Mama da steht. Aber mein Plan ist auf alle Fälle, ich fische heute, weil jetzt geht dann doch eine Unsicherheit aufgekommen ist. Ich fische heute nur Spots, die wo ich von Hause aus sehr gut kenne. Also die kenne ich von anderen Wettbewerben und so. Ich bleibe da, wo ich mir sicher bin, wo ich hinwerfe, was da passiert. Und wir haben eigentlich auch bloß 3 Spots, höchstens 4 Spots, wo wir hingehen werden. Und die werden wir ausgiebig beangeln. Okay. Und ich hoffe mal, dass ich viele Hechte fange und vielleicht einen Barsch. Und dass mir vielleicht dann das, weil der Tobi gestern keinen Zander nicht mehr gefangen hat, vielleicht das Zünglein ist. Weil das ist die einzige Chance, wo ich jetzt eigentlich habe. Alles klar. Auf die 20 Punkte. Du versuchst den Hattrick zu schaffen. Heute wird es wahrscheinlich das eine oder andere Mal regnen. Wind ist auch relativ kräftig. Hechtwetter, Aber, oder? Ja, ich denke, Scheißwetter ist Beißwetter. Los geht's. Go on. Viel Glück. Ich wünsche dir das Gleiche, was du vorhin gerade gesagt hast. Dankeschön. Innerhalb der nächsten 6 Stunden Nettoangelzeit wird nun also der Nachfolger von Dustin Schöne ermittelt. Dabei sind nur Kunstköder erlaubt. Barsche werden mit 2, Zander mit 1,3 und Hechte mit 1 multipliziert. Beide Angler konnten sich im Hinspiel bereits 10 Extrapunkte für die zweite Zielfischart sichern. Die dritte Art würde, sofern der Fisch maßig ist und regulär gefangen wurde, weitere 20 Punkte bringen. Wer sich für das Tackle der beiden Angler interessiert, findet dieses in der Videobeschreibung.
Okay, guys, I'm starting the clock. Now, go for it. So, Herbert hat seine erste Stelle hier angeangelt, ist jetzt schon zur nächsten, während Tobi im Baum am Arbeiten ist, weil er sein Chatterbait dahin verhängt hat ihn jetzt aber gerade schon wieder bekommen und muss jetzt scheinbar zusehen, dass er der Herbie hinterherkommt. Und das macht er auch. I have been fishing really fast because I want to fish the spots before Herbert does, because often pikes, if they want to eat or if they are aggressive, they take the first lure that comes by, and if he hasn't fished that area, it's much more likely that I will catch a pike. I'm just making some cast on every spot and then I'm just going forward. And when we have fished this stretch once, then I slow down a little bit and try other lures. But right now I just want to see if there's any pike active. Yeah. On to the next spot. Sind die Buhnen jetzt einmal hochgelaufen. Die Jungs haben jeder so an 3 Stellen gehalten jeweils und ein paar Würfe gemacht. Beide fischen Chatterbait. Ja, jetzt sind wir hier vorne an der Spitze, stehen voll im Wind. Bisher noch kein Kontakt. Ich glaube, es wird kein besonders leichter Angeltag für beide. Die erste Stelle auf jeden Fall scheint nicht so einfach zu sein. Herbert hat jetzt, sehe ich, gerade auf den Gummi gewechselt. Glaube ich, ein Weston Ricky the Roach, also auch ein Hechtgummi. Beide versuchen Hechte hier zu fangen. Ja, mal gucken, ob wir hier am ersten Spot was kriegen. Fisch! Kescher! Kescher! Ja! Ja, ja! Und, was habe ich denn da gesagt? Gibt gleich Fisch. Okay. Ja, 70er Hecht. Der war so wichtig. So, der erste Fisch des Tages ist da. Die Bedingungen sind echt schwierig, aber Herbert und Tobi fischen beide extrem konzentriert. Herbie sitzt hier ja, in der Hocke und kurbelt den Gummi ganz, ganz langsam hier durch und hat schon gesagt, pass auf, ich fange gleich einen Hecht. Hat sofort funktioniert. Halbe Stunde ist geangelt und es wird wieder spannend. Es wird wieder deutlich enger. Auch wenn es aus unerfindlichen Gründen keine Aufnahme des Fisches auf dem Maßband gibt. Dieser schlanke Hecht misst immerhin 70 cm und bringt Herbert früh zurück ins Spiel. Es steht nun 324 zu 216. Bereits ein großer Fisch oder 2 kleine würden ihm die Führung zurückbringen.
Mal sehen, ob Tobi den frühen Anschlusstreffer locker wegsteckt oder ob der Schwede durch diesen Fisch nervös wird. Well, it's not good that he's coming closer and closer, but still I'm in the lead. And if he takes the lead, I have a good spot so I can increase again. Because if I catch another sander, I will get 20 centimeters extra points. And that will be great for me. My plan now is to wake the pike up with the spinnerbait and maybe take it, maybe not. But when I have fished with the spinnerbait on the spot for like 10 casts or something, I will change to the smaller lure, the Flatnose Mini. So if they don't take the big lure, I might activate them so they take the smaller lure. Eine Stunde ist vorbei am ersten Spot. Zwei sehr unterschiedliche Herangehensweisen, die wir hier beobachten können, was vielleicht auch daran liegt, dass der eine Angler schon gefangen hat und der andere nicht. Herbert mit stoischer Ruhe hat erst überhaupt 2 Köder aus seiner Box geholt und hat, nachdem er erst eine Weile Chatterbait gefischt hat, probiert das jetzt, wie gesagt, seit längerer Zeit mit dem Hechtgummi, hat einen Fisch darauf gefangen und vertraut diesem Köder jetzt auch weiterhin. Fischt die Spots sehr lange ausgiebig aus. Tobi hingegen ja, macht viel mehr Hopping, also fischt die Fläche deutlich schneller ab und wechselt auch die Köder viel, viel schneller. Ich würde das jetzt nicht unbedingt als Unsicherheit bezeichnen. Ich glaube, er hat einfach eine andere Herangehensweise hier. Und ich bin gespannt, welche Taktik den nächsten Fisch bringt. Aber er kommt noch. Ei. Köder funktioniert. Das ist wichtig. Mei, da ist er! Das war jetzt ein Wetterhecht. Die Schnur ab. Ab. Wetterhecht. Erst habe ich einen Biss gehabt und dann habe ich noch ein paar Mal angeschmissen. Also 95 hat er bestimmt gehabt. Warum fischst du keinen Stahl? Ja nein, ich habe die Schnur jetzt abgerissen. Wahrscheinlich von den zigtausend Mal werfen, keine Ahnung, hey. So ein totaler Müll, hey. Scheiße. Ah, das ist dick genug. Es waren 2 super Bisse jetzt. Nein. Ist so traurig. So traurig. Ich habe nur noch einen Köder von denen. Und mit denen muss ich verdammt viel Fisch fangen. So ein Dreck. So wie es aussieht, ich habe es nicht mitbekommen, ihr habt es aber wahrscheinlich mitbekommen. Die Angler stehen hier relativ weit voneinander entfernt. Deswegen kann ich nicht immer bei beiden gleichzeitig sein. Herbert hat einen sehr, sehr guten Hecht verloren, ärgert sich tierisch und es scheint ein Schnurbruch gewesen zu sein. Also die geflochtene Schnur ist gerissen. Wahrscheinlich irgendwie Abnutzung über die Monate. Nein, die Schnur ist neu, aber die Verbindung hat es durchgehauen. Also der Biss ist ja gekommen 3 Meter vorm Raus da. Vor deinen Füßen. Vor meinen Füßen da. Naja, immerhin ist die Stelle scheinbar echt ganz gut, aber den Fisch hätte er natürlich sehr, sehr gut gebrauchen können. Ich bin da drauf, ich bin drauf, ich bin drauf, aber wenn so ein Scheißdreck passiert, ist da ein Witz, oder? Ist der Witze.
Der muss mir noch mal Glück bringen. Ich habe bloß nur einen. Es sind jetzt 2 Stunden geangelt, viel ist nicht passiert. Wir haben einen Hecht gesehen, einen mutmaßlich sehr, sehr großen Fisch verloren, der Herbert vielleicht sogar schon die Führung gebracht hätte. Er ist aktuell 108 Punkte hinten. Ein großer Hecht könnte das Blatt schon wenden. Herberts Strategie ist es auf jeden Fall, hier einen großen Fisch zu fangen. Er ist absichtlich an eine Stelle gefahren, wo er jetzt nicht wahnsinnig viel Frequenz erwartet, weil er auch nicht unbedingt möchte, dass Tobi hier einen Fisch nach dem anderen fängt, sondern er glaubt, dass er hier selektiv einen großen Fisch fangen kann. Ob ihm das gelingt, werden wir sehen. Wir haben jetzt noch etwa 1 Stunde bis zur Halbzeit. Und auch nach der Halbzeit wird Herbert weiterhin die Spots vorgeben, sollte Tobi noch in Führung sein. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er irgendwann den Plan ändert. Ein Barsch würde ihm auch sehr helfen. Also wenn er einen 44er Barsch fangen würde, das würde aktuell reichen, um Gleichstand herzustellen, wegen der 20 Extrapunkte für den Hattrick. Ja, Barstelle wäre vielleicht mit ein bisschen mehr Frequenz verbunden, damit auch gefährlich, aber ich denke nicht, dass Herbert den ganzen Tag hier an diesem Spot verbringen wird. First 2.5 hours, they haven't been too bad for me. He needs to catch 2 more, I think, in order to take the lead. And if he would take the lead, it wouldn't be a disaster, because then I can just go to the polders and probably retake the lead again. But we'll see. The spot here it was quite quickly. I don't think it's that many pikes here, and the pikes that are here, they are quite big. So it was really lucky that for me that Herbert lost the big one. You should always have a good line. So, ich stoppe jetzt die Zeit. 24 Minuten vor der eigentlichen Halbzeit sozusagen machen wir jetzt schon Pause. Herbert, du wolltest ein bisschen früher hier aufhören an der Stelle? Ja, nicht früher, aber ich glaube, dass jetzt Mittag nicht mehr die gute Zeit ist. Und wenn wir jetzt einmal eine Stunde lang eine Pause machen oder was und dann vielleicht um 3 geht es dann wieder los. Genau. Und dann bin ich gespannt auf deinen nächsten Spot. Ja, den muss ich selber erst einmal lokalisieren. Also den Fisch, wenn ich jetzt gefangen hätte, dann war ich zwar noch nicht vorne gewesen, aber dann war es perfekt gewesen also für mich. Tatsächlich ein 45er Barsch und du wärst vorne. Ja. Beim Hecht brauchst du 109 cm. Ja. Also so groß war er nicht. Ich brauche 2 Hechte und dann darf aber der Tobi gar nichts fangen. Das ist, aber ich habe einfach noch ein gutes Gefühl. Sehr gut. Jetzt gehen wir zum Essen. 19% in den geilsten Laden ihr kennt. Ja, geht aus, alles muss raus. Ruten, Rollen, Köder und mehr. Greif schnell zu, vor die Regalen sind leer. 19% auf alles. Was hast du gesagt? 19% auf alles. Außer auf Echolote und Reisen. Jawohl! 5 Inch Predator. Ich mit diesem fetten Zander an, ey. Geiles Teil. Fühlt sich nach einem richtig dicken Fisch an. Guckt euch mal meine Hand an. Alter, ist das ein Zander.
Guckt euch den Köder an. Den hat er weggenommen. So, wir haben uns ein bisschen gestärkt. Jetzt geht's weiter. Wir sind an einem anderen Spot, aber ganz in der Nähe, nicht weit. Nach wie vor wird es Herberts Plan sein, Hechte zu fangen und einen Zander für Tobi zu vermeiden. Ich glaube, dafür ist der Spot doch ziemlich gut geeignet. Und er ist nach wie vor relativ zuversichtlich. Also Herbie glaubt weiter an seine Chance und sie ist auch wirklich zum Greifen nah. Alles offen. Und wir haben noch 3 Stunden und 24 Minuten zu angeln, also auch noch genug Zeit. Gucken wir mal, ob wir noch einen Führungswechsel heute kriegen. You're getting out a special lure and I guess I know why. Yeah, You remember the spot? I remember the spot. This is where everything started for me. This is where I beat Fight Wilde With that lure. with that lure and caught one good perch and one pike. Yeah, So I hope it's gonna bring me the same luck today. cool. Weiter geht's. I think this is the worst weather I have ever fished pike in. Man muss schon sagen, der Herbert hat uns hier echt ein gemütliches Plätzchen rausgesucht. Der Wind kommt uns voll ins Gesicht, der Regen kommt uns voll ins Gesicht. Die Wellen schlagen einem hier um die Füße. Herbie, guter Mann, wirklich. Top-Spot-Wahl. Du hast uns hier wirklich an einen wunderschönen Platz geführt. Nein, es gibt momentan überhaupt keine guten Plätze, wenn man das sieht. Egal, ob du jetzt da stehst oder da stehst. Wir haben halt unser Ja, wir Fischen. standen schon jetzt voll im Wind und voll im Regen. Wir auch. Wir auch, aber ich hab da unten einen Nachläufer gehabt, aber leider hat er nicht gebissen, aber was will man machen? Ich gehe jetzt zurück, wo ich den Hecht verloren habe und den einer gefangen habe. Da können wir so halbwegs noch fischen. Weil andere Plätze gibt es bei den Verhältnissen ja nicht. Es regnet, es stürmt und es ist einfach ein Arschwetter. Oder ein Sauwetter, sagen wir in Bayern. Ein Sauwetter ist halt. Aber es soll besser werden. Ja. Laut Wetterbericht. Wahrscheinlich Dann ganz liegt pünktlich einer- zum Abpfiff wahrscheinlich. Zum Abpfiff wird es wärmer und dann beißen sie nochmal. Wollen wir es hoffen. Alles Andere klar. Alternative haben wir nicht. Also wir fangen jetzt Fisch. Nach Möglichkeit I2 und der Tobi keinen mehr. Das war der Optimalfall. An Tobi gefällt der Spot natürlich nicht, aber
würde mir auch nicht gefallen, wenn ich mich da nicht auskenne und meine Erfahrungen gemacht habe. Und das macht es eigentlich dann aus bei der Platzwahl, wenn es einmal richtig zäh wird, dass man trotzdem an den Platz vertraut. Auch wenn nichts geht und man muss woanders dahin. Und das mache ich jetzt auf alle Fälle nicht. Ich ziehe jetzt da durch bis zum Schluss. Wenn es dann nicht so ist, dann ist es halt nicht so. Dann hat der Tobi gewonnen. Der Tobi kann ja jetzt auch einen Haufen Fisch noch fangen. Also das ist, ich würde sagen, ich habe jetzt einen guten Draht dazu, dass ich das mache. And the optimal for me would be to catch one more pike. Then I think it would be quite hard for Herbie to catch up, but it's fishing. But first of all, I need to catch one more pike. Or I don't need to, but it would make things much easier for me. So my target now is to catch one more pike, then I can breathe again. Erst fangen, dann zocken. Besorge dir eine LMAB Catch Casino Box, fange Fische damit, lade sie hoch und spiele somit um Preise im Wert von über 10.000 Euro. Was es mit diesen 3 limitierten und exklusiven Produkten, die sich natürlich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk eignen, genau auf sich hat, erfahrt ihr in der Videobeschreibung. Du guckst gerne YouTube Predator Cup und möchtest uns bei unseren Videoprojekten unterstützen? Das ist ziemlich einfach. Jeder Einkauf im Hecht- und Barsch.de Online-Shop, aber auch jeder gekaufte Leck mich am Barsch-Artikel bei dir im örtlichen Angelladen, egal ob Drunkbait, Köfi oder Finessefilet, ist sehr wertvoller Support für uns. Vielen lieben Dank für deine Unterstützung und jetzt viel Spaß beim weiteren Verlauf der Sendung. Okay, guys, weiter geht's. So, beide Jungs sind wieder am Angeln. Noch ist sehr, sehr viel Zeit. Dieser Platz ist derselbe wie von heute Morgen. Es ist ein ganz bisschen angenehmer hier als eben, wo wir wirklich frontal im Wind standen. Auch hier sind die Bedingungen nicht so easy. Ihr seht heute wirklich extrem authentischen Angelsport. Keine Schönwetterangelei. Für heute war das Finale angesetzt, also wird heute auch das Finale durchgezogen. Keine Entschuldigung. Mal gucken, wer den nächsten Fisch fängt. Toby, Yeah. what are you doing now? I'm gonna use two rods, one with a little bit bigger lure and one with a shorter bait. Then I'm gonna change between them all the time and see if I can make the pike to bite. And I have downsized the jig. It's a Nätterlaken it's called. Very good surge bait. It's small and good to catch. You can often catch a lot of pike on it. A little bit of downsize. And then I have the shadow bait that he caught the biggest one when he met Dustin here. So that's my plan, but I need to hurry. Das gibt's doch nicht. Nein. So, Herbie hatte gerade einen Fehlbiss. Also Fisch ist am Platz. Es ist davon auszugehen, dass sich die Verhältnisse auch noch mal ein bisschen ändern. Also jetzt ist gerade wirklich ungefähr, glaube ich, am schlechtesten. Schlechter wird es nicht. Später wird es weniger regnen, weniger winden und auch die Temperatur ein bisschen hochgehen. Zumindest steht es so im Wetterbericht. Mal gucken, ob es auch wirklich eintrifft. Das könnte natürlich das Beißverhalten noch mal ändern. Herbie denkt, dass es positiv sich auswirken wird. Aber ja, wissen wir nicht. Zumindest wieder ein bisschen Fischkontakt, ein bisschen Action. Ja, mal gucken.
So, ich stehe jetzt hier mit Stefan. Stefan ist sicherlich schon 1-2 Mal durchs Bild gelaufen. Stefan ist Mitarbeiter bei Herbert und ihr trainiert auch zusammen, richtig? Also Herbert kommt selten allein nach Holland. Ja, genau. Also wir sind meistens sowieso immer ein Team aus 4 bis 5 Leuten. Dieses Mal sind wir am letzten Samstag schon angereist mit 4 Personen. Ja, wir haben dann schon einiges ausprobiert. Wir waren vom Boot aus, vom Ufer aus, auf Barsch, Zander, Hecht, alles komplett durchprobiert. Neueste Köder auch. Gerade in Sachen Chatterbait haben wir sehr, sehr vieles ausprobiert. Und ja, das eine oder andere war sehr erfolgreich. Es gibt natürlich Sachen, die da nicht so gut funktionieren. Die lassen wir dann weg. Aber das Chatterbait war natürlich, hat richtig eingeschlagen und hat mir auch gesehen, dass das gut funktioniert. Ja klar, Chatterbait ist absolut im Trend. Absolut, das ja. ist auch an Bayern nicht spurlos vorübergegangen. Was mich interessieren würde, Herbert angelt ja relativ konstant jetzt hier auf Hecht. Der letzte Platz wäre auch ein Barschspot gewesen. Ja, das wäre eigentlich ein super Barschspot auch, wo man richtig dicke, große Barsche fangen kann. Also 40 plus Barsche wären auf alle Fälle möglich. Es sind auch schon 50 plus Barsche dort gefangen worden. Problematik ist die Wetterlage, der extreme Wind von der Seite lässt das Angeln da draußen momentan fast nicht zu. Jetzt müssen wir auf die Kanäle ausweichen, beziehungsweise auf diese polderartigen Einbuchtungen. Ja, das ist das Einzige, was man momentan machen kann. Jetzt muss er halt gucken, dass er irgendwie die Hechte bekommt. Das ist natürlich auch nicht einfach. Und noch eine Barstelle, die gut funktioniert, hat er nicht in der Hinterhand. Das wäre so eine Notlösung, hätte man noch. Ja. Aber darauf verlassen ist natürlich schon sehr, sehr riskant. Also das ist nicht so einfach. Danke Stefan. Herbie ist sehr, sehr, sehr konzentriert am Fischen und aktuell nicht so leicht zu sprechen. Er ist da hinten irgendwo hinterm Schilf. Wir können irgendwie so gerade noch mit der Kamera so ein bisschen hinterher filmen. Deswegen vielen Dank, dass du ein bisschen Einblick gegeben hast in Herbies Staff sozusagen. Und ja, wir sind gespannt, ob wir hier am Spot bleiben. Herbert hat es eigentlich angekündigt, hier durchfischen zu wollen. Aber wer weiß, vielleicht hat er auch noch eine andere fixe Idee. Schauen wir weiter. So ist es. Yeah, let's try it. Tips from Tony. I have to try everything. And he said that this one will give me luck. So I hope he's right. Schon wieder einen dran gehabt. 3 Fische jetzt. Nach der Pause. Wahnsinn. Wahnsinn. Nein. Nach 3 kommt ein Fisch, oder? Der bleibt hängen. Muss. Größeres Blei, ein bisschen tiefer und ein bisschen schneller ziehen. Vielleicht sitzen es dann besser. So Herbie's tactic is clear. He wants to stay here because he thinks it's a very quiet spot. But if you know the spot, then you're able to catch a pike here. So his hope is that he catches 2 pike and you don't. The thing is, I think this spot has been quite hammered now. There were like 2 bellboat anglers fishing here, and we have been fishing here before, and we've been fishing here a lot. And he has, I think he's hooked 3 pike, and he said that he missed like 2 pikes as well. And I don't think it's that many pikes in here, so I think most of the pike that's in here has either been hooked or caught. Maybe there's like, and then he fished here against Hassan as well in the semi-final. No, against Dustin in the semi-final, and caught pike. So I think, I don't want to tell him, but I wouldn't fish here. I think he should take a bit more risk and go to a spot with more frequency. Yeah. Hoping that he just catches more than you. Yeah. But I think he doesn't want you to catch too much because he knows that you have 2 very good fish already on your scoreboard. And if I catch one more, it will be very hard for him. Yeah, that's it. And I have not had any contacts today. Just a single bite. But still, probably it's enough to win the whole tournament.
But I have tried a lot of lures. I have tried perch lures. I have downsized to jerkbait, rubber, everything. Small rubber, bigger rubber, spinnerbait. I really tried. I'm not sure what I should do. Just keep on hammering and hope it's not catching anything. Go big or go home. Eine Stunde 15 haben wir jetzt noch und es ist tatsächlich eingetreten. Wir haben schönes Wetter. Herbie hat es vorhergesagt. Mal gucken, ob es jetzt auch eintrifft, dass sich das Beißverhalten bzw. das Fangergebnis nochmal ändert. Das hat er nämlich auch vorhergesagt. Da bin ich ehrlich gesagt noch so ein bisschen skeptisch. Aber wir lassen uns überraschen. I just want the time to go quick now. I want it to be over as soon as possible. This is quite nervous. I'm this close to win YouTube Predator Cup 2019, but it's fishing. You could catch a big one at any cost. So please, time be over. Herbert läuft nun langsam die Zeit davon. 2 Fische in den Schlussminuten zu fangen, erscheint mittlerweile sehr schwierig. Doch ein Barsch mit 45 cm würde ihm den Last-Minute-Sieg bringen. Das scheint Herbert zum jetzigen Zeitpunkt realistischer, weshalb der Bayer nun doch noch von seinem bisherigen Plan abrückt. So, Taktikwechsel bei Herbert. Er hat jetzt sich entschieden, auf Barsch zu angeln, den Hecht sein lassen, hat seine 3,30 Route ausgepackt, die schon im Match gegen Enrico für Aufsehen gesorgt hat. Und ja, 45er Barsch würde ihm reichen zu gewinnen. Zeit ist noch, große Barsche gibt es hier. Es bleibt sehr, sehr spannend. Toby, the last 20 minutes. It's gonna be a long 20 minutes. How do you feel? I'm feeling very nervous, but still calm. Like, oh, no, nothing. Yeah, I'm very nervous, but still I'm not. What to say? Afraid? No. Yeah. Well, I'm very nervous, but I'm still quite calm. Like I'm relaxed, but still nervous. Okay. For some reason. It's a very Swedish feeling, I guess. yeah, exactly. I'm lagom nervös. The Swedish know. The Swedish know what I mean. Okay. Tobi, wenn ich gewinne, dann sage ich, der Bavarian-Angler ist der Beste. Auch der Beste. Sorry? Swedish anglers are the best. Well, maybe in 20 minutes. We'll see. 20 minutes, okay. Did you catch any fish last year on the second day? Yeah, for like 3 pikes. 3 packs. But only one that counted. Fish! I think it was weed. It's probably going to be your first YouTube Predator Cup fishing day without any fish. Yeah. Probably still your luckiest. I'm not sure if it's my luckiest, but it's for sure Herbert's most unluckiest. Because he has missed a lot of fish. But still there's time left, they can still catch a huge one because he's swimming a lot of big perch in this water. Es laufen die letzten 10 Spielminuten und pünktlich zur Schlussphase hat unser Lieblingswetter uns wieder eingeholt. Nochmal richtig schön Regen bis zum Abpfiff. Ja,
In 10 Minuten wissen wir, wer YPC Champion 2019 ist. So Männer, es läuft die letzte Spielminute. Sollte ein Fisch im Drill sein, vor Abpfiff, darf er noch zu Ende gedrillt werden. Allerdings, wenn die Uhr abgelaufen ist, kann der Wurf, sollte kein Fisch im Drill sein, nicht zu Ende geführt werden. Let's hope no one hooks anything. Last cast of YouTube Predator Cup 2019. Es ist vorbei, Männer. We have a new champion. Swedish anglers are the best this year. Yeah. That was intense. Thank you. Thank you. Good. Well fished. Wahnsinn. Thank you. Ja, heja Sverige. Congratulations. Thank you. You blanked today, but I guess it was the best blanking day of all time. Exactly, it was for sure. Crazy. Cool. You deserved it. After being in the finals last year, I think you really deserved it. Losing twice in the finals. Not fun. That's not fair. No, that was great. Finally I can relax and breathe proper. I guess Herbie wants to have the same feeling as Dustin. He makes another cast, catches a big fish and then annoys. That would be crazy. Ja. Hilft ja nix. Herbie, du hast auch sehr, sehr, sehr gut geangelt. Kein Glück gehabt. Du hast halt kein Glück gehabt. Du hast die ganz Großen rausgeschmissen. Du hast Enrico rausgeschmissen, du hast Frédéric Julien rausgeschmissen, du hast Dustin rausgeschmissen. Nur der kleine Schwede, der hat dir echt... Mein persönlicher Favorit, gell? Ja? Ja, klar, habe ich einmal schon gesagt. War mein Favorit. Nein, sehr, sehr gut gefischt. Super Turnier abgeliefert. Ja. Geil. Thank you. Congratulations. Thanks. Swedish anglers are the best. Yeah, they are. So, wir stehen am selben Ort wie im letzten Jahr. Letztes Mal stand Tobi hier zu meiner Rechten, beziehungsweise von euch aus auf meiner Linken. Diesmal steht Herbert hier. Herbert, vielen, vielen Dank, dass du mitgefischt hast. Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Du warst eine Bereicherung fürs Turnier. Ja. Vielen Dank auch, dass du dir große Mühe gegeben hast, dich ein bisschen deutlicher auszudrücken. Ja, genau. Wir mussten keine Untertitel verwenden. Ich glaube doch, dass man das eine oder andere Wort schon verstanden hat. Man hat heute auch gesehen, dass du dich doch ein-, zweimal ordentlich geärgert hast. Ja, richtig geärgert. Ich glaube, 6 Kontakte hattest du. Ja, aber nur einen Fisch. Ein Fisch ist rausgekommen. Aber so ist Angeln. Ja, sowieso. Sowieso würde ich sagen, dass wir heute sehr, sehr authentisches Angeln gesehen haben. Ich habe hier 2 absolute europäische Top-Angler rechts und links neben mir. Und ihr könnt sehen, auch bei solchen Anglern können Angeltage verdammt hart und zäh sein. Das mag ich am YouTube Predator Cup, dass es ein sehr authentisches Turnier ist. Und ja, so ist eben auch bei euch manchmal ein Angeltag. Ja, und manchmal läuft was nicht so, wie man meint. So war es heute bei dir. Ja. Du bist nächstes Jahr wieder dabei Ja, gerne. und du machst es einfach dem Tobi nach. Genau, der, wo Zweiter ist, das erste Jahr dabei, der darf dann Erster werden. Genau, Wunderbar. so machen wir's. Toby, people could think we standing here because it's a nice background with a nice atmosphere, but it's only because you want to dry your wet. Exactly, it's been raining the whole day. But it doesn't matter, because it's been a fun fishing day. I said already that today was probably your best blanking day of all time. That's true, for sure. I'm happy that you're the champion. Nothing against Herbert, he deserved it as well.
he won against very, very good anglers. But you did that too, and you did that for the second year already. So you have a lot of fans in Germany. People like your Swedish angler are the best. That's true. That's why I brought this hat, the Swedish OS hat, official. And, it's really good. It's really good having you in the tournament. I hope you'll be there next year. Absolutely. To defend the trophy. And here it is. Here it is finally, after 2 years of fishing. Swedish anglers are the best this year. Congratulations. Thank you, really nice. I can't believe that I'm here again. It's a really fun competition, but what's most fun is because you're fishing against another one and you're learning a lot while fishing against him, but also it's very nervous because you can see what he's doing all the time, and if he's catching the fish and asking for the net, your heart stops. Yeah. Guys. Also, gratuliere dir auch nochmal. Dankeschön. Swedish Angler are the best. Absolutely. Petri, Dank. Für dieses Jahr. Nun also wirklich. Swedish Anglers are the best, zumindest im YouTube Predator Cup 2019. Es ist wieder Zeit, Danke zu sagen. Bei allen Teilnehmern, die mit ihrem Know-how, ihren Emotionen, ihren großartigen Fängen, ihrem Humor und ihrem Ehrgeiz diese Staffel bereichert haben. Bei allen Mitarbeitern, die an diesem Projekt beteiligt waren und bei Wind und Wetter sowie in unzähligen Bürostunden mit viel Fleiß und Ausdauer viele spannende Episoden produziert haben. Und auch bei allen Fans, die sich jede Episode angesehen, uns mit konstruktivem Feedback versorgt und maßgeblich zum Erfolg, ja eigentlich schon zum Hype um den YouTube Predator Cup beigetragen haben. Bei allen Online-Shop-Kunden, bei allen Käufern unserer LMAB-Produkte im Fachhandel und natürlich bei allen Sponsoren, die den YPC 2019 unterstützt haben. Die Produktion lässt sich leider nicht von Luft und Liebe finanzieren. Daher ist auch diese Form von Support unabdingbar. Bei unserem lieben Charles Rettinghaus, der in dieser Staffel... Den Absatz mache ich dann mal. Das ist nett von dir. Ich will mich nicht selbst beweihräuchern, man. Bei unserem lieben Charles Rettinghaus, der in dieser Staffel zwar nicht komplett zum Nulltarif arbeiten musste, das aber auch nur, weil wir darauf bestanden, ihn für seine erstklassige Arbeit zumindest auf dem für uns möglichen Niveau entlohnen zu wollen. Ja, dass ich mitgemacht habe, war selbstverständlich, denn auch die letzten Staffeln haben mir großen Spaß gemacht, sie einzusprechen, und die Jungs, Toni und sein Team, ja, die möchte ich einfach auch unterstützen auf diesem Wege, weil ich das Angeln auch so ein bisschen jetzt, sag ich mal, geschnuppert habe. Und last but not least, bei Babs Kiewski, die wir in der kommenden Staffel in neuer Rolle sehen werden, nämlich mit Rute und Rolle statt Kescher und Maßband in der Hand. Liebe Babs, wir werden dir bei aller Neutralität feste die Daumen drücken. Neben Babs werden in der 3. Staffel 12 weitere Angler und Anglerinnen zum ersten Mal beim YPC an den Start gehen. Erfahrene Turnierangler wie Marc Pitaczowski, Salah El Barbouchi und Sylvain Legendre, große YouTuber wie Amin Kolatek aus Frankreich und Landry Rousson aus Belgien sowie Angler, die vielleicht noch nicht so viele auf dem Zettel haben, jedoch keinesfalls unterschätzt werden sollten, wie zum Beispiel Mike Kreuz, Jasmin Spingel-Petersen und Malte Gatz, werden neue Impulse setzen und sicherlich die eine oder andere Überraschung liefern. Im März 2020 werden wir mit den Dreharbeiten beginnen und ab Mitte des Jahres werden wir anfangen, die insgesamt 30 Folgen der 3. Staffel auszustrahlen, damit ihr euch an noch mehr Sonntagen im Jahr über eine neue Episode zum YouTube Predator Cup freuen könnt. Bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Online-Weihnachtsshopping, viel Erholung an euren letzten freien Tagen im Jahr und einen guten Rutsch in ein fischreiches Jahr 2020. Macht's gut. Toby. So gross. Is it heavy? Yes, very heavy. But I don't mind. Gute Nacht. Good night.
Klappläcker.